Hallo meine Lieben, Tag 22 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr mit Infusible Ink ein Mauspad selber gestalten könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein Mauspad bedrucken, und zwar machen wir das mit Infusible Ink. Das ist hier von Cricut, die Infusible Ink. Hier hat es 4 Sheets drin und ich habe dieses Gradient Look genommen. Und die Infusible Ink, die geht in die Familie von Sublimationsdruck rein. Das heißt, die Farbe wird vom Sheet, wo das drauf ist, mit der Hitze und mit dem Druck vor allem auch, wird die aufgelöst und auf das Element aufgetragen oder übertragen, wo ihr das drauf haben wollt. Wichtig dabei ist einfach, ihr müsst etwas haben, diese Mausmatte ist nicht eine normale Mausmatte, sondern die ist eine, die wirklich auch für den Sublimationsdruck geeignet ist. Das seht ihr aber immer, die sind auch gelabelt, entweder mit Infusible Ink oder mit Sublimationsdruck. Das Schöne hierbei ist halt einfach, wenn ihr Flexfolie übertragt, dann spürt ihr ja das so ein bisschen, weil die hat halt einfach eine andere Struktur. Und hier ist es so, dass ihr da nichts spürt. Die Farbe ist komplett hier drin. Und erschreckt nicht, wenn ihr das Papier rausnehmt, das ist am Anfang so ein bisschen matt. Das wird erst mit der Hitze und mit dem Druck aktiviert. Und wie ihr das genau machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist euren Plotter. Da habe ich das Fine Point Blade schon drin. Dann habe ich die Standard-Grid-Matte. Ich habe eine Schere, eine Pinzette auf dem Tisch, und was speziell ist bei der Infusible Ink, ihr weedet die nicht mit dem, oder ihr entgittert die nicht mit dem Entgitterungstool, sondern eben mit einer Pinzette. Weil das Thema ist, die Infusible Ink ist sowas wie, es hat das Gefühl von Papier, und deshalb geht es einfacher, wenn ihr hier entweder die Finger oder eine Pinzette nehmt. Dann habe ich ein Tape oder ein Klebeband, was heat-resistant ist oder hitzeresistent. Ich habe es heute ein bisschen mit Englisch, Und natürlich das, wo ihr das Ganze aufbringen wollt. Ich habe hier ein Mauspad. Und das ist 23 cm mal 19 cm. Das muss ein Element sein, was extra gemacht ist für Infusible Ink. Ihr seht es auch, wenn ihr es bestellt, da muss ein Tag drauf sein, von wegen Infusible Ink. Sonst funktioniert es nicht. Dann habe ich ein Stück Papier, um das drunter zu legen und meinen Arbeitsplatz zu schützen. Ich habe die Infusible Ink und hier habe ich dieses Set, was 3 verschiedene Sheets drin hat, und ich werde das hier verwenden, was so einen Gradient Look hat, weil das ist ja super immer noch, Und da hat es 4 Sheets an 30,5 x 30,5 cm. Ist nicht ganz billig, aber den Vorteil, den ihr hier habt, das bleibt dann wirklich auch drauf, und da habt ihr kein Problem mit, dass es sich irgendwann wieder auflöst. Dann, was hier auch drin ist ein Butcher Paper. Das braucht ihr dann, um das drüber zu legen. Das ist ein weißes Papier. Und vielleicht auch achtet darauf, dass ihr das Sheet mit der Infusible Ink drauf möglichst nicht mit den Fingern berührt, weil wenn ihr da irgendwelche Handcreme oder so drauf, ölige Flecken drauf habt, dann kann das Fehler beim Übertragen geben. Also wirklich drauf achten. Es hat hier auch so ein kleines Tüchlein in diesem Paket drin. Ich werde das verwenden zusammen mit der Pinzette, um das Ganze dann zu entgittern. Dann übertragen wir das Ganze mit Hitze, und ich nehme nicht meine Heat Press von Cricut, weil
meine ist nicht groß genug und ihr kriegt einfach ein besseres Ergebnis hin, wenn ihr das in einmal pressen könnt. Und die reagiert wirklich auch mit Druck. Das heißt, ihr braucht hier nicht nur die Hitze, sondern auch den Druck drauf. Um zu gucken, was ihr da für Einstellungen braucht, da könnt ihr auch auf die Cricut-Seite, wo der Heat Guide drauf ist. Ich werde die Happy Press verwenden und ich stelle das Ganze auf 195 Grad bei 40 Sekunden ein. Und was wir zudem natürlich auch noch brauchen, ist der Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Im Cricut Design Space habe ich schon was vorbereitet. Da gehe ich auf Anpassen und ich habe so 4 Varianten. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich einfach ein Square mit den Rounded Corners eingefügt habe und da drauf geguckt habe, dass die Größe stimmt. Jetzt mal gucken, welches ich nehme. Ich habe My Brain has too many tabs open. Ich habe Moi Sarcastique, jamais. Ich habe Caution, I have no filter. Und ich habe I'm not a control freak, but you're doing it wrong. Ich glaube, ich gehe hier mit My Brain has too many tabs open und blende die anderen aus. Wenn ihr euch fragt, die Bilder, die habe ich hier aus den Bildern und da habe ich einfach ein bisschen gesucht, wo ich einen Spruch habe, der mir am besten gefällt. Jetzt zerlege ich das kurz, damit ich wieder das Mauspad anklicken kann. Und ich hatte gesagt, das Mauspad bei mir ist 23 cm x 19 cm. Und das habe ich einfach so gemacht, damit ich da einen Rahmen bilden kann. Jetzt, damit ich sicher sein kann, dass das wirklich ringsherum überall Farbe aufträgt, gehe ich da ringsherum noch einen Zentimeter größer als die Mausmatte ist. Das heißt, ich habe 25 und die 19 wären dann 21,2. Einfach um sicher zu gehen. Und dann gehe ich auf Ausrichten und zentriere das. Was ihr bei den Fusible Ink habt, ihr müsst es spiegeln. Das mache ich jetzt schon, man kann es auch nachher auf der Matte machen. So. Um sicher zu sein, nochmal zentrieren. So in dem Stil und jetzt verbinde ich das Ganze wieder, so dass ich einfach die Schneiderdatei habe und den Rahmen ringsherum. Ich würde bei Infusible Ink mit dem Design nicht zu klein gehen oder nicht zu filigran gehen, weil es hat halt eben diesen Papiereffekt und das zu entgittern, das wird dann nicht so super gut funktionieren. Ich gehe jetzt auf Herstellen und dann platziert es mir das auf der Matte. Und ich habe ja ein Sheet, was so groß ist wie meine Schneidematte, von dem her reicht der Platz aus. Dann gehe ich auf Weiter. Und dann bei den Materialien gehe ich auf Materialien durchstöbern und gehe auf die Kategorie Iron-On. Das ist ein bisschen weiter unten. Hier, Iron-On. Und da hat es ein Material, das heißt Infusible Ink Transferfolie. Er sagt mir hier, dass ich sicherstellen soll, dass der Spiegel eingeschaltet ist. Das brauche ich aber nicht, weil wir es ja vorher schon gespiegelt haben. Und dann sagt er Feinschnittklinge laden und die Matte laden. Jetzt nehme ich die Infusible Ink und versuche die hier möglichst eben, ohne die mit den Fingern groß jetzt zu berühren, aufzubringen. Und jetzt bei der Gradient, könnt ihr gucken, was euch am besten gefällt. Ich gehe hier mit diesem Violett.
making our Christmas memories. I've been working so much lately. Wundert euch nicht von den Farben her. Bei der Infusible Ink ist es so, dass die Farben erst mit der Hitze die volle Farbe erreichen. Also sie sind jetzt eher matt gehalten. Jetzt können wir das laden. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Das war auch schon alles, für was wir den Plotter gebraucht haben. Und vergesst nicht, euer Projekt zu speichern. Jetzt, bevor ihr das von der Matte runternehmt, ist es am besten, wenn ihr die so ein bisschen rollt, damit sich das Papier quasi schon so ein bisschen rauslöst. Es geht dann einfacher zum Entgittern. Dann könnt ihr das runternehmen. Und wie gesagt, ne, die Infusible Ink ist relativ teuer, von dem her Rest nicht wegschmeißen, sondern da könnt ihr das, was ihr noch brauchen könnt, abschneiden. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze zu entgittern. Und am besten, ne, hier mit den Fingern, aber trotzdem, ich gehe möglichst nur mit den Nägeln auf das Papier, nicht mit den Fingern selber, damit ich da keine Abdrücke hinterlasse. Und wir entgittern ja jetzt nicht das ringsherum, sondern wir entgittern quasi die Wörter, die wir als Design definiert haben. Und deshalb müsst ihr halt drauf gucken, dass die Innenbereiche der Buchstaben da auch drinnen bleiben. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh. Und so sieht mein Design aus. Gucken, ob ich wirklich alles rausgenommen habe. Sieht so aus. Dann brauchen wir eben das Papier, was ihr nachher nicht mehr braucht, weil da wird sich jetzt drauf Farbe übertragen. Von dem her nehmt da einfach ein Stück Restpapier von was ihr nicht mehr braucht. Dann kommt hier die Matte drauf. Und dann brauchen wir eben das Tape. Und da wirklich, nehmt nicht irgendein Maler- oder Painter-Tape. Das muss wirklich ein Heat-Resistant Tape sein, weil wir gehen da mit 195 Grad drauf. Ne? Und jetzt platziere ich das Design hier möglichst gerade auf der Matte. Grundsätzlich würde das Ganze kleben, also dieses Transfer-Sheet, aber da sich das Ganze halt schon sehr stark wölbt und ich da nur einen kleinen Anteil entgittert habe oder rausgenommen habe, klappt das nicht so ganz. Von dem her mache ich jetzt einfach dieses Sheet an meinem Papier fest. Und das wirklich straff. Also was nicht passieren darf, ist, dass nachher euer Design verrutscht. Weil sonst kriegt ihr so ein Ghost
drauf. Das heißt, es wirkt dann fast so ein bisschen verschwommen. So, das sollte sich jetzt nicht mehr bewegen. Jetzt wärme ich eben meine Happy Press auf 195 Grad auf und dann lege ich das hier drunter, eben unten das Papier, dann das Design und oben drauf das Butcher Paper. Und so kommt das in die Happy Press rein und dann werde ich das für 40 Sekunden pressen. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. So, ihr habt gesehen, als das Ganze fertig war, habe ich das beiseite genommen und das einfach da zum Abkühlen hingelegt. Wirklich darauf achten, wärmt die Maschine zuerst auf, die braucht ja eine Weile und erst wenn die volle Temperatur erreicht hat, legt es erst dann runter, weil diese Sublimation wird quasi durch die Hitze aktiviert. Und dass ihr da nicht Gefahr läuft, einfach wirklich erst so runter, bevor ihr das Ganze presst. So, jetzt lösen wir das Ganze mal ab. Und ihr seht auch das Papier, da war vorher Farbe drauf, die ist jetzt nur noch an den Rändern, wo sich nichts übertragen konnte. Der Rest von der Farbe ist weg. Ist das nicht eine super poppige Farbe? Ist doch cool. Und das Gute ist, die geht jetzt auch nicht wieder weg. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das Schöne bei der Sublimation ist einfach das, dass ihr spürt da nichts. Das ist jetzt in den Fasern von diesem Stoff, der da drauf ist, drinne. Und ihr seht, ich habe auch absolut kein Ghost. Also die Kanten sind absolut klar. Und wenn ihr das Papier vorher verglichen habt, wie blass es aussah, kann ich es euch nochmal zeigen. Das war die Farbe, die es vorher hatte. Und so sieht sie dann aus, wenn es mit der Hitze aktiviert wurde. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und auch die Idee und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Ich werde tatsächlich auch im neuen Jahr dann ein bisschen stärker noch auf das Thema Infusible Ink und Sublimationsdruck eingehen. Für dieses Video, was ich hier verwendet habe, das werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald! Yes, these are the good times with you.